Schulbüchern. The Bible says in the beginning, God created the heaven and the earth. Die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. I think God should get the glory for his creation. Und ich denke, Gott sollte die Ehre und Herrlichkeit bekommen für seine Schöpfung. There are some people who think we got here by evolution. Es gibt einige Menschen, die denken, wir sind hier durch die Evolution. That is fine with me. Und das ist okay. I just don't want them lying to support their theory. Aber ich möchte nicht, dass sie lügen, um ihre Theorie zu unterstützen. The Bible says God created everything in 6 days. Die Bibel sagt, Gott schuf alles in 6 Tagen. I believe that is true. Und ich glaube, dass das stimmt. The Bible says God formed the eye. Und die Bibel sagt, Gott hat das Auge geformt. Charles Darwin said, to suppose that the eye could have been formed by natural selection seems, I freely confess, absurd in the highest degree. Und Charles Darwin sagte, als er das Auge studierte, anzunehmen, dass das menschliche Auge sich durch natürliche Selektion gebildet haben könnte, scheint, ich gebe es offen zu, absurd im höchsten Maße. But then he spent the next 4 pages of his book saying how he thought it happened anyway. Und dann 4 Seiten weiter verbrachte er damit zu erklären, wie es dann trotzdem geschehen konnte, dass es von selbst entstand. The back of your eye is about 1 square inch, 7 square centimeters. Okay, die Rückseite deines Auges hat eine Fläche von circa 2 Quadratzentimetern. It contains 137 million light-sensitive cells, all wired to the brain. Und sie enthält über 137 Millionen lichtempfindliche Zellen, die alle mit deinem Gehirn verkabelt sind. I have done quite a bit of electrical work in my life. Und ich habe schon mich ein bisschen mit Elektrik oder Elektrizität in meinem Leben beschäftigt. Can you imagine making 137 million connections in 6.5 square centimeters? Kannst du dir vorstellen, 137 Millionen Verbindungen auf einer Fläche von 6,5 Quadratzentimetern herzustellen? So viele Drähte? My Heavenly Father did it. Mein himmlischer Vater hat es getan. It's pretty amazing. Es ist wirklich erstaunlich. I was in a debate with an atheist one time. Ich habe einmal eine Diskussion mit einem Atheisten geführt. He told me the eye is poorly designed because the blood vessels are in front of the retina. Und er behauptete, das menschliche Auge sei wirklich schlecht entworfen, weil die Blutgefäße vor der Netzhaut lägen. He said the light is blocked a little bit by the blood vessels. Und er sagt, das Licht wird etwas gedämpft durch die Blutgefäße. He said octopus have a much better eye Er sagte, die Tintenfische haben viel bessere Augen, because their blood vessels are behind the retina. weil deren Blutgefäße sind hinter der Netzhaut. I said, let me explain something to you. So, ich möchte dir oder Ihnen etwas erklären. I said, we live in the air. So, wir leben in der Luft The air does not block UV light very well. und die Luft blockiert oder schirmt das UV-Licht nicht besonders gut ab. So you need blood vessels in front of your retina. So, deswegen brauchst du Blutgefäße vor deiner Netzhaut. This is your body's last defense against ultraviolet light. Das ist nämlich der letzte Schutzwall deines Körpers, um UV-Strahlen abzuschirmen. Octopus live in the water. Und Tintenfische leben im Wasser. Water blocks UV light. Und Wasser schirmt UV-Strahlung ab. They don't need the blood vessels in front. Deswegen brauchen sie keine Blutgefäße vor der Netzhaut. We are designed for living in the air. Wir sind geschaffen, um in der Luft zu leben. They are designed for living in the water. Und die Tintenfische wurden geschaffen, um im Wasser zu leben. If you want to trade eyes with an octopus, go ahead. So, wenn du Augen wie ein Oktopus haben willst, But you will be blind in a few days. dann wirst du ein paar Tage später blind sein. I said, do you have any other dumb questions? Hast du noch irgendwelche anderen dummen Fragen? He said, no, that was it. Nein, das war's. What they're trying to say is God wouldn't do it this way, so it must have evolved. Und was sie hier sagen möchten ist, Gott hätte es nicht so gemacht, also muss es sich entwickelt haben. That's a lousy argument in favor of evolution. Aber das ist ein lausiges Argument, um die Evolution zu unterstützen. Even if something was poorly designed, that still doesn't prove nobody designed it. Auch wenn etwas ärmlich konstruiert ist, ist es noch lange kein Beweis, dass es nicht von jemand geschaffen wurde. The eye is incredibly complicated. Die Augen sind unglaublich kompliziert. It would take about 100 years of Cray computer time to simulate what takes place in your eye many times every second. Und es würde ein Minimum von 100 Jahren Rechnerzeit auf einem Cray-Computer brauchen, um zu simulieren, was sich in deinem Auge viele Male in der Sekunde abspielt. The textbook says the complex structure of the human eye may be the product of millions of years of evolution. So, das Schulbuch hier sagt, die komplexe Struktur des menschlichen Auges könnte das Ergebnis von Millionen von Jahren Evolution sein. Why doesn't God get the credit for his creation? Warum bekommt Gott hier nicht die Ehre für seine Schöpfung? This textbook shows the eye of a bird and a reptile.
Und dieses Schulbuch zeigt hier das Auge eines Adlers und das Auge eines Reptils. And it says you can better understand how the eye might have evolved if you picture a series of changes during the evolution of the eye. Und dort steht, du kannst besser verstehen, wie sich das Auge entwickelt haben könnte, wenn du dir eine Serie von Veränderungen während der Evolution des Auges vorstellst. Notice you have to imagine how it happened. Und beachte bitte, du musst dir vorstellen, wie es passiert sein könnte. Evolution only takes place in the imagination. Und Evolution passiert nur in der Vorstellung. We never see it in nature. Wir sehen es nie in der Natur passieren. The Bible says God formed the eye. Die Bibel sagt, Gott hat das Auge geformt. That is the most logical explanation. Und das ist die Erklärung, die am logischsten ist. Science deals with things we can observe and study and test. Wissenschaft beschäftigt sich mit Dingen, die man beobachten und überprüfen kann. We never observe or study or test anything about evolution theory. Und wir können nichts über Evolution wissenschaftlich beobachten oder prüfen. And most Americans do not believe it anyway. Und die meisten Amerikaner glauben das sowieso nicht. I think surveys in Germany are even similar to this. Und ich denke, Umfragen in Deutschland würden ein ähnliches Ergebnis geben. If something is designed, it requires a designer. Ein Entwurf erfordert einen Designer. A painting proves there was a painter. Ein Gemälde ist der Beweis dafür, dass es einen Maler gegeben hat. A building is proof there was a builder. Ein Gebäude ist ein Beweis, dass es einen Baumeister gegeben hat. A creation is proof there was a creator. Und die Schöpfung ist der Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt. Let's see. This is, as far as I know, the world's largest rock group. Und ich glaube, das ist die größte Rockgruppe der Welt. Rock gleich Felsen. Ja? If you know of a larger one, please tell me. Wenn du eine größere Rockgruppe kennst, dann ruf mich bitte an. I like to ask evolutionists this question. Und ich stelle Evolutionisten sehr gern die folgende Frage. I say, do you think there's any way George Washington's face appeared on this rock by chance? Denkst du, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass das Gesicht von George Washington hier durch Zufall entstand? Was this done by the wind or erosion? Wurde das gemacht entstand dieses Gesicht durch Wind oder Erosion? They will say, no, someone designed it. Und sie sagen, nein, jemand hat das entworfen. I say, that's correct. Und ich habe geantwortet, ja, das ist richtig. Now, do you think George Washington himself, the real person, was designed or happened by chance? Und was glaubst du, George Washington, die eigentliche Person, wurde sie ursprünglich geschaffen oder hat sie sich entwickelt? They will say, he happened by chance. Oh, er ist durch Zufall entstanden. So you don't believe his face could appear on a rock by chance, but you do believe his entire complex body could happen by chance. So, du glaubst also, sein Gesicht entsteht nicht durch Zufall auf einem Felsen, aber sein ganzer komplexer Körper entsteht durch Zufall. I said, I have one question. So, da habe ich eine weitere Frage. Are you dumb in any other area? Bist du blöd in irgendeinem anderen Bereich? The textbooks say plants have adapted to their environment. Die Schulbücher sagen, die Pflanzen haben sich angepasst, haben sich in ihrer Umgebung angepasst, um Stickstoff aufzunehmen. It says gills are an adaptation for living in water. Sie sagen, Kiemen sind eine Anpassung, um im Wasser zu leben. Why don't they say it's a design feature? Warum sagen sie nicht, dass das ein Design-Merkmal ist? And how did the fish live before they adapted the gills? Und wie haben die Fische im Wasser gelebt, bevor sie Kiemen hatten? You see, for millions of years, none of them lived. Und du siehst, Millionen von Jahren haben die Fische nicht gelebt. They all died Sie sind alle gestorben, until they evolved the gills. bis sie irgendwann mal Kiemen entwickelt haben. They don't use the word designed because someone might say, who's the designer? Man benutzt hier absichtlich nicht das Wort Schöpfung oder Entwurf, weil da muss es ja einen Autor geben. And that's why they use the word adapted. Deswegen benutzen sie hier das Wort Anpassung. I have a Casio Databank stopwatch. Ich habe hier eine Armbanduhr mit einer Casio-Datenbank It holds 300 phone numbers. und ich kann 300 Telefonnummern speichern. It's a calculator. Es ist ein Taschenrechner, It's a stopwatch. eine Stoppuhr, An alarm clock. ein Wecker A countdown timer. und ein Zähler. It does not tell time. Es sagt mir aber nicht die Uhrzeit. I have to look at it. Ich muss drauf schauen. You don't have to see the designer to believe he exists. Und du musst hier nicht den Designer oder Ingenieur kennen, der das entworfen hat, um zu wissen, dass es ihn gibt. I was in Japan a few years ago. Ich war vor ein paar Jahren in Japan
I did not see the man who built this watch. Und ich habe den Mann nicht getroffen, der diese Uhr gebaut hat. But it says, made in Japan. Aber steht drauf, made in Japan. Is it logical for me to stand here and say, I believe there is a designer, Ist es logisch, wenn ich hier stehe und sage, diese Uhr hat einen Schöpfer? even if I never see him? Sogar wenn ich ihn nie gesehen habe? Yes, that is very logical. Es ist absolut logisch. Is it logical for me to say, I have never seen the designer, so I don't believe he exists? Oder ist es logisch zu sagen, ich habe den Designer, den Schöpfer nie gesehen und deswegen glaube ich nicht, dass es ihn gibt? That's what evolutionists are doing. Und das ist, was die Evolutionisten tun. It's interesting, they argue against evolution, against design, using arguments they designed. Es ist interessant, Evolutionisten argumentieren gegen das Argument des Entwurfs, indem sie Argumente gebrauchen, die sie entworfen haben. There's an excellent book explaining how complicated things cannot happen piece by piece. Es gibt ein großartiges Buch, das uns zeigt, dass komplexe, lebendige Systeme sich nicht Stück für Stück entwickeln können. He spends an entire chapter talking about the hair on a bacteria. Und ein ganzes Kapitel behandelt das Haar einer Bakterie. Bacteria are extremely small. Bakterien sind extrem klein They have a hair that spins around to make them swim. und sie haben ein Haar, das sich schnell dreht, damit sie voranschwimmen können. The hair is attached to a tiny motor. Und das Haar ist an einen kleinen Motor gekoppelt. If you took one hair off your head and cut it off, Wenn du ein Haar von deinem Kopf nimmst und es aufschneidest, 8 million of those motors would fit on the stump of the hair. dann würden 8 Millionen dieser kleinen Motore auf diesen Stummel passen, auf die Schnittfläche. That motor turns 100,000 RPM. Und dieser Motor hat eine Drehzahl von 1000 Umdrehungen pro Minute. Has anyone ever done any mechanic work? Hat jemals schon jemand etwas Mechanisches gemacht? Can you imagine a motor turning 100,000 RPM? Kannst du dir einen Motor vorstellen, der sich 100.000 Mal pro Minute dreht? It goes forwards or backwards. Und er dreht sich vorwärts und rückwärts. And when the bacteria wants to stop, Und wenn die Bakterie anhalten will, it can stop turning in 1/4 of a turn. und dann kann dieser Motor mit einem Viertelradius oder eine Viertelumdrehung aufhören, stoppen. Kein Nachlauf. I have rebuilt engines before. Und ich habe solche Generatoren früher zusammengebaut. I cannot imagine the perfection required to get 100,000 RPM. Und ich kann mir nicht vorstellen, die Vollkommenheit dieses Baus vorstellen, um 100.000 Umdrehungen pro Minute zu erreichen. Imagine if you had a Porsche that would go 100,000 RPM. Stell dir mal vor, du hättest einen Porsche, bei dem sich der Motor mit 100.000 Umdrehungen pro Minute dreht. Try that one on the Autobahn. Versuch das mal auf der Autobahn. As a creature gets smaller, Wenn ein Geschöpf kleiner wird, the fluid it is swimming through feels thicker. dann wird die Flüssigkeit, durch die es schwimmt, immer dickflüssiger. This little hair on the bacteria makes the bacteria swim about like a person swimming through peanut butter at 60 miles an hour. Und wenn ein Bakterium jetzt durch Wasser schwimmt, ist das ungefähr so, wie wenn wir mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer durch Erdnussbutter schwimmen. Lecker. I like peanut butter. And they think this happened by chance. Und sie sagen, die Evolutionisten sagen, das geschah aus Zufall. This textbook says humans probably evolved from bacteria more than 4 billion years ago. Und dieses Schulbuch sagt, die Menschen haben sich wahrscheinlich aus Bakterien entwickelt, die vor 4 One moment here. There. Okay. 4 Milliarden Jahren haben sie sich aus Bakterien entwickelt. They can swim 60 miles an hour through peanut butter. Stell dir mal vor, 60 Stunden, das sind 80 oder 90 Stundenkilometer durch Erdnussbutter schwimmen. We need to sign them up for the Olympics. Oh Mensch, du, da sind wir fit für die Olympiade. It's a lie. Bacteria did not turn into humans. Okay, ist eine Lüge. Bakterien haben sich nicht in Menschen verwandelt. They talk about the origin of life. Und jetzt wollen wir über den Ursprung des Lebens reden. How did life get started? Wie fing das Leben an? The Bible says God created every living creature. Die Bibel sagt, Gott schuf alle lebendigen Wesen. There is no other way to explain it. Und es gibt keinen anderen Weg, das zu erklären. But there are people who do not want to believe in God. Aber es gibt Leute, die möchten nicht an Gott glauben. So they have to explain how life got here without God. So müssen sie erklären, wie das Leben entstand ohne Gott. This textbook says the history of life on earth began 3.5 billion years ago. How this occurred has been and will continue to be a topic for inquiry. Let's see, I've got a... right here.
Die Geschichte des Lebens auf der Erde begann vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren. Wie sich dies ereignete, war und wird weiterhin ein Gegenstand für Forschung bleiben. Let me give you the Hovind interpretation. Und jetzt kommt die Hovind-Interpretation. It's okay to inquire how life evolved. It is not okay to inquire if it evolved. Es ist in Ordnung, nachzuforschen, wie sich das Leben entwickelt hat, aber es ist nicht in Ordnung zu forschen, ob es sich entwickelt hat. Not only can the students not read, they can't even think anymore. Die Kinder können nicht nur nicht mehr lesen, sondern sie dürfen nicht einmal mehr selber denken. In the 1950s, they wanted to try to make life in the laboratory. In den 50er Jahren hat man versucht, Leben künstlich im Labor herzustellen. They never proved how life originated. Und sie konnten nie beweisen, wie das Leben entstand. They actually created a very serious problem for evolution. Sie haben in Wirklichkeit den Evolutionisten ein sehr großes Problem geschaffen. This textbook says the most important events occurred during the Archean era was the evolution of life. Progress from complex molecules, even the simplest organism, was a long process. Also, es wird in diesem Schulbuch gesagt, viele wichtige Ereignisse geschahen während dem Azoikum, von denen das Wichtigste die Evolution des Lebens war. Fortschritt von komplexen Molekülen, sogar zum einfachsten lebenden Organismus, war ein sehr langer Prozess. Yes, it didn't even happen. That's how long. Oh ja, es ist nie geschehen, so lange hat es gebraucht. This one says the first living systems emerged 3.8 billion years ago. Die ersten lebenden Zellen tauchten vor ca. 4 bis 3,8 Milliarden Jahren auf. There is no record of the event. Aber es gibt keine historischen Aufzeichnungen von diesem Ereignis. But we want you to believe it anyway. Aber wir möchten es trotzdem glauben. This is not science. Aber das ist keine Wissenschaft. He said the first self-replicating systems must have emerged in this organic soup. Man behauptet, diese sich selbst fortpflanzenden Systeme müssen in dieser Ursuppe entstanden sein. That's a lie. There's no evidence how life can come from non-living material. Und das ist eine Lüge. Es gibt keinen Beweis dafür, wie Leben aus toter Materie entstehen kann. This is called spontaneous generation. Man nennt das eine spontane Erzeugung. Ernst Haeckel said spontaneous generation must be true. Haeckel sagte, spontane Entstehung muss wahr sein, Otherwise, it would be necessary to believe in a creator. weil wir sonst an einen lebendigen Schöpfer glauben müssten. He did not want a creator. So, er wollte keinen Schöpfer, Because you cannot just believe in creation. weil du nicht an Schöpfung glauben kannst. There is some baggage that comes with that, Da kommt ein bisschen Gepäck danach, like a creator wie zum Beispiel ein Schöpfer, who may have some rules. der vielleicht ein paar Regeln hat. That's what they don't want. Und das ist genau das, was sie nicht wollen. But have scientists produced life in the laboratory? Gibt es Wissenschaftler, die Leben im Labor hergestellt haben? No, they did not come close. Nein, sie sind nicht mal in die Nähe davon gekommen. They took 4 gases, methane, ammonia, water vapor, and nitrogen. Okay, man hat in diesem Experiment 4 Gase genommen, Methan, Ammoniak, Wasserdampf und Wasserstoff. Wasserstoff is Hydrogen. hydrogen. Okay. Ja. They mixed them, they made them go through glass tubes. Und sie ließen diese Gasmischung durch ein Röhrensystem zirkulieren. And it ran through a spark chamber, electroden. Okay, und diese Gase sammelten sich dann in einem Gefäß mit Elektroden an und wurden dort elektrischen Entladungen ausgesetzt. Then they cooled them down. Dann hat man es im Kondensator gekühlt At the bottom, there was a red goo, und am Boden sieht man eine Kühlfalle. and they drained it off so it would not go through again. Und dort wurde das, was entstanden ist, einfach abgezogen, damit es sich in dem Kreislauf nicht weiter fortbewegt. This textbook says it was rich in amino acids, Und dieses Schulbuch sagt, diese Soße war reich an Aminosäuren, I don't think so. aber das glaube ich nicht. Notice he did not use oxygen in the experiment. Und bitte beachte, Sie haben keinen Sauerstoff in diesem Experiment benutzt. They left oxygen out on purpose Sie haben Sauerstoff absichtlich ausgeschlossen, because if you had oxygen, anything you produced would oxidize. denn wenn Sauerstoff darin gewesen wäre, würde alles, was du hier entstehen lässt, sofort oxidiert, das bedeutet verbrannt werden. If you cut an apple in half, it will turn brown. Wenn du einen Apfel in 2 Hälften schneidest, wird die Schnittfläche irgendwann braun. If you don't paint your car, the metal will oxidize or rust. Und wenn du dein Auto nicht anstreichst, dann wird es irgendwann rosten. They knew that life could not evolve with oxygen present.
Und sie wussten ganz genau, Leben könnte sich nicht entwickeln, wenn Sauerstoff dabei wäre. This creates a problem. Und das gibt uns ein neues Problem. Ozone is made of oxygen. Ozon entsteht aus Sauerstoff. Ozone blocks ultraviolet light. Und Ozon blockiert UV-Licht. And if you don't have ozone, the UV light will destroy your ammonia. Und wenn du kein Ozon hast, dann wird das UV-Licht den Ammoniak zerstören. That's one of the gases he needed. Und das ist aber eines der Gase, die man braucht. So you cannot get life to evolve without oxygen. So, man kann nicht Leben schaffen ohne Sauerstoff. And you cannot get life to evolve with oxygen. Und Leben kann sich nicht entwickeln mit Sauerstoff. He has a problem. So, hier ist wirklich ein Problem. You cannot get life to evolve. Man kann Leben nicht sich entwickeln lassen. All the evidence shows the Earth has always had oxygen, Und alle Beweise zeigen, dass die Erde immer eine Sauerstoffatmosphäre hatte. even more than today. Sogar mehr als früher. What evidence is there for a primitive methane-ammonia atmosphere? There is no evidence for it, but much against it. Was ist der Beweis für eine primitive Methan-Ammoniak-Atmosphäre auf der Erde? Die Antwort ist, es gibt keinen Beweis dafür, sondern viele Beweise dagegen. Also, he filtered out the product at the bottom of the flask. Am Boden dieser Apparatur wurde die Flüssigkeit entnommen. This is not realistic for nature. Und das passiert aber in der Natur nicht. Anything that is produced by the lightning strike will be just as likely destroyed by the same lightning strike. Alles, was durch diese elektrischen Ladungen entsteht, wird im gleichen Moment durch die gleichen Entladungen wieder vernichtet. What he produced was 85% tar, Und was entstand in diesem Experiment? 85% Teer, 13% carboxylic acid. dann 13% verschiedene kohlenwasserstoffhaltige Säuren. Both of these are poisonous to life. Und beide Bestandteile sind giftig. If you do an experiment and 98% of your result is poisonous to the other 2%, it's not a success. Und wenn du ein Experiment machst und erhältst 98% Gift, was die 2% deines Produktes dann wieder zerstört, dann ist es kein Erfolg. Basically, only 2 amino acids were produced. Und es wurden in Wirklichkeit nur 2 Aminosäuren hergestellt. It requires 20 different ones to create life. Aber um Leben zu schaffen, brauchst du mehr als 20 verschiedene Aminosäuren. And they bond with the tar and acid immediately. Und diese Aminosäuren haben sofort mit dem Teer und mit diesen Carboxylsäuren reagiert. Amino acids are like letters of the alphabet. Die Aminosäuren sind wie ein Buchstabe im Alphabet. It requires how many letters in the German alphabet? Wie viele Buchstaben haben wir im deutschen Alphabet? 26. 26. Okay, same in English. He only made 2 letters of the alphabet. Aber Gott hat, hier in diesem Versuch haben die Leute bloß 2 Buchstaben des Alphabets hergestellt. And that is a long ways from making a word, Und mit 2 Buchstaben ein Wort machen, da brauchst du wirklich lange. and a very long ways from making books. Und um aus diesen 2 Buchstaben Bücher zu machen, braucht man noch viel, viel länger. And amino acids make proteins, Aus den Aminosäuren werden die Proteine, Eiweiße aufgebaut. and proteins make cells, Und die Proteine oder Eiweiße bauen die Zellwände auf. and trillions of cells make the body. Und unser Körper besteht aus Trillionen von Zellen oder Billionen. Half of his amino acids were backwards. Und die Hälfte dieser Aminosäuren war linksdrehend, die andere Hälfte war rechtsdrehend. This will not work. Und diese Mischung kann nicht funktionieren. You must have at least 70 or 100 amino acids in correct order, all right-handed. Damit es überhaupt funktionieren kann, braucht man mindestens 70 bis 100 Aminosäuren in präziser Anordnung, alle linksdrehend. No, links means left-handed. Ja. Yeah. RNA and DNA are all right-handed molecules. Aber die DNS und die RNS sind alle rechtsdrehende Aminosäuren. Oder enthalten rechtsdrehende Aminosäuren. So it's a lie when they say they made life in the laboratory. So, es ist eine Lüge, wenn man dir erzählt, man hat Leben geschaffen im Labor. They did not come close. Sie sind nicht einmal in die Nähe von Leben gelangt. There is much more information in this book about this topic. In diesem Buch findet man noch viel mehr Informationen über dieses Experiment.
Somehow they think if you just get all the information, all the molecules together and add energy, it will make life. Und es gibt die Idee, dass wenn man alle Moleküle nimmt, die man braucht, um Leben herzustellen, und man nimmt sie zusammen und dann führt man Energie zu, dann würde Leben entstehen. It's not that easy. Aber so leicht ist es nicht. I will show you. Ich zeige es euch. We will put a frog in a blender and turn it on. Wir werden einen Frosch in einen Mixer tun und ihn einschalten. In a few moments you will have frog nog. So, und in ein paar Minuten hast du Froschbrühe. Now you may add energy. So, jetzt werden wir Energie zuführen. You can put it on fast speed for 2 hours. Du kannst jetzt den Mixer 2 Stunden lang bei maximaler Geschwindigkeit laufen lassen. You can hook it up to electricity. Und du kannst Elektrizität hinein tun. You can drop in some dynamite. Du kannst ein bisschen Dynamit reinschmeißen. Do whatever you would like. Mach damit, was du willst. How long will it take to put the frog back together? Und wie lange wird es dauern, um den Frosch wieder zusammenzusetzen? You have all the molecules required to make a frog in one place. Du hast alle Moleküle, die du brauchst, um einen Frosch herzustellen, an einem einzigen Ort. You may add all the energy you would like. Und du kannst alle Energie zuführen, die du willst. It will never put the frog back together. Aber du wirst nie mehr einen Frosch kriegen. You tell the students they have a tree of life. Und ich erzähle den Schülern, you have the tree of life? No, they talk about a tree of life. Stammbaum. Okay, man erzählt den Studenten oder Schülern von einem Stammbaum des Lebens. This is a typical picture they put in the textbook. Und das ist so ein typischer Stammbaum in einem Lehrbuch. They say bacteria slowly evolved to humans. Hier, Bakterien haben sich langsam zu Menschen entwickelt. This is only a picture in a book. Aber das ist bloß ein Buch This is mit not, einem Bild. not the result of scientific evidence. Aber das ist nicht das Ergebnis wissenschaftlicher Nachforschung. This lady said, all those trees of life of our ancestors are a lot of nonsense. Und Mary Leakey sagte, alle diese Stammbäume des Lebens mit ihren Ästen unserer Vorfahren sind ein Haufen Unsinn. Stephen Gould said, the evolutionary trees that adorn our textbooks are not the evidence of fossils. Und Stephen Jay Gould, ein Evolutionist, sagt, die Evolutionsbäume, die unsere Lehrbücher zieren, haben nur an den Spitzen und Ansätzen ihrer Äste Daten. Der Rest sind Folgerungen, egal wie vernünftig, und sie sind nicht der Beweis durch Fossilien. This textbook says all the forms of life on Earth today are descended from a common ancestor found in a population of primitive unicellular organisms. Und dort steht, all die vielen Lebensformen auf Erden heute stammen von einem gemeinsamen Vorfahren, die in einer Population von primitiven einzelligen Organismen zu finden sind. There's no such thing as a primitive unicellular organism. Und es gibt keine primitiven Einzeller. We will talk about that in a moment. Und das werden wir uns gleich anschauen. It is a lie to tell the students there are simple organisms. Es ist eine Lüge, wenn man den Schülern erzählt, dass die Einzeller primitive Lebensformen sind. This one teaches that the humans, the birds, and the crocodiles have a common ancestor. Dieser Baum hier sagt, dass die Menschen, Vögel und Krokodile einen gemeinsamen Vorfahren haben. This is imagination. Das ist eine Fantasie. Anything inside this circle is simply religious speculation, fantasy. Alles innerhalb dieses Kreises ist einfach religiöse Spekulation oder Fantasie. Yeah. Okay. That's a lie. There's no evidence any animals are related to any different kinds of animals. Es ist eine Lüge. Kein Tier ist mit einem anderen Tier verwandt. They say if something is smaller, it is simpler. Sie behaupten, wenn etwas kleiner ist, dann ist es einfacher. This is not good logic. Aber das ist keine gute Logik. A paramecium is very small. Hier haben wir eine, wie heißt das, Pantoffeltierchen. I think I have it here. No, I guess not. Smaller is not simpler. Kleiner bedeutet nicht einfacher. Here's a microchip inside a paperclip. So, wir haben hier einen Mikrochip innerhalb einer Büroklammer. This is an ant holding a microchip. Wir sehen hier eine Ameise, die einen Mikrochip in ihren Zangen hält. That microchip can process all the letters of the Bible 200 times per second. Und dieser Computerchip kann alle Buchstaben in der Bibel 200 Mal pro Sekunde bearbeiten. Smaller is not simpler. Also kleiner ist nicht einfacher. We will compare the brain of a honeybee to a Cray computer. Wir wollen mal das Gehirn einer Honigbiene mit einem Cray-Computer vergleichen. That was the fastest computer in the world. Das war einige Zeit lang der schnellste Computer in der Welt. The Cray computer is huge. Der Cray-Computer ist sehr groß.
The brain of the honeybee is very tiny. Das Gehirn der Honigbiene ist sehr klein. The Cray computer did 6 billion calculations per second. Und der Cray-Computer schafft 6 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. The brain of the honeybee does about 1,000 billion per second. Aber die Honigbiene schafft 1000 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. The Cray computer uses many megawatts of electricity. Und der Cray-Computer braucht viele Megawatt an Strom. The honeybee uses 10 microwatts. Und das Gehirn der Honigbiene braucht nur 10 Mikrowatt. The honeybee not only makes honey, he flies on honey. That's his fuel. Und eine Honigbiene produziert nicht nur Honig, sondern sie fliegt auch mit Honig als Treibstoff. And he can get a million miles per gallon. What's that? Ja, das sind 4 Liter. A gallon Should is that be 4 30? liters. Should Ja, that be- it's okay. Commas wrong? It's Should be- correct, yeah. It is correct. Yeah. But we use only 1 liter. Liters per kilometer. We- 1.6 million kilometers per is fliegen. Okay, also eine Honigbiene kann mit fast, was ist das? Let's see, here it is. You can fly 1,000,000 miles on 1 gallon of honey. Is that a gallon? Ja, a gallon is 3.7 liters. Okay, so he gets Okay, mit one fast 4 Litern, 1,6 Millionen Kilometer kann die Biene fliegen. How would you like a car that got that kind of gas mileage? Na, was wäre das, wenn unser Auto das könnte? You fill it up once and your grandkids can keep driving it. Wir tanken einmal und unsere Enkel können noch damit rumfahren. The Cray cost $48 million. Der Cray-Computer kostete 48 Millionen $. The honeybee's brain is pretty cheap. Und das Gehirn von Honigbienen ist sehr, sehr günstig zurzeit. Many people have to fix the Cray computer. Viele Leute sind mit der Reparatur dieses Computers beschäftigt The honeybee's brain heals itself. und das Gehirn der Honigbiene heilt von ganz alleine. The Cray weighs 2,300 pounds, a little over 1 ton. Ja, der Cray-Computer wiegt über 1 Tonne The honeybee's brain does not weigh very much. und das Gehirn der Honigbiene wirkt nicht besonders viel. Wiegt nicht besonders viel. The computer is huge, slow, inefficient, costs lots of money, and has to be maintained. Der Supercomputer ist riesig, langsam, uneffektiv, kostet viel Geld und muss instand gehalten werden. Und er muss entworfen worden sein. It had to be designed. Yeah. And yet they think the brain of a honeybee happened by chance. Und doch denken diese Leute, das Gehirn der Honigbiene ist durch Zufall entstanden. And the brain of a human is much more complex than a honeybee. Und das menschliche Gehirn ist viel, viel komplizierter denn das einer Honigbiene. The brain of a human has more memory capacity than the entire British Library. You can store all that information. Das menschliche Gehirn hat eine größere Speicherkapazität als die britische Bibliothek. And we have more computational power than the entire national telephone system. Und unser Gehirn kann mehr Rechenoperationen durchführen wie das nationale Telefonsystem. In the history of humanity, how many times have 2 wires been put together and connected in all appliances in the world? Wie oft in der menschlichen Geschichte wurden irgendwelche Drähte miteinander verbunden in allen Fabriken auf der Welt? Trillions and trillions of times, right? Billionen und Billionen Mal. One human brain has more connections than that. Und ein menschliches Gehirn hat viel mehr Verbindungen als das. One professor I debated said he thought the human brain was nothing but 3 pounds of chemicals that arranged themselves by chance over billions of years. Wenn das menschliche Gehirn nicht mehr ist als drei Chemikalien, die sich über Milliarden von Jahren durch Zufall angeordnet haben, oder 3 Pfund an Chemikalien, I said, then how can you trust your thoughts and the conclusions you come to? wie kannst du dann deinen Gedanken und Schlussfolgerungen vertrauen? Maybe you have some chemicals in there backwards. Und vielleicht hast du irgendwelche Chemikalien im Kopf, die rückwärts laufen. He did, by the way. So, aber er vertraute seinen Gedanken. They will tell us that DNA proves evolution. Und man will uns einreden, die DNS beweise die Evolution. This is not true. Aber das stimmt nicht. They say we have evidence from molecular biology. Man behauptet, es gäbe Beweise in der Molekularbiologie. Darwin speculated all forms of life are related. This speculation has been verified. Okay. Oh, I'm sorry. I have to back up. Darwin guessed. Okay, Darwin spekulierte, dass alle Lebensformen verwandt sind durch die
durch Entstehung und Modifikation von frühen Organismen. Diese Spekulation wurde bewiesen, steht hier. The evidence they use is from DNA, we call DNS. Und sie führen die DNS als Beweis dafür an. This is a lie. Aber das ist eine Lüge. The more they study about DNA, the more complicated the problem becomes. Je mehr die Wissenschaftler die DNS studieren, desto komplizierter werden die Probleme. The DNA is the most complicated molecule in the universe. Die DNS ist das komplizierteste Molekül im ganzen Universum. Each person has about 50 trillion cells in their body. Der durchschnittliche Mensch hat über 50 Billionen Zellen in seinem Körper. If you removed all the DNA, Und wenn du alle diese DNS extrahieren würdest, it would barely fill 2 tablespoons. dann würdest du gerade mal 2 Teelöffel damit füllen können. If you unwound them and stretched them out, Und wenn du diese DNS aufwickeln und dehnen würdest, one person's DNA would stretch from Earth to the moon and back 5 million round trips. dann könntest du mit dieser DNS-Kette eine Strecke zum Mond zurücklegen, 5 Millionen Mal hin und zurück. Pretty complex. Ich würde sagen, das ist ziemlich kompliziert. It contains more information than all computer codes ever written by man combined. Die DNS enthält mehr Informationen als in allen Computerprogrammen, die je von Menschen geschrieben wurden. If you typed out this code, Wenn du jetzt diesen Programmcode niederschreiben müsstest, when you got done typing, so, dann musst du wirklich gut sein im Schreibmaschine schreiben, you would have enough books to fill Grand Canyon 40 times. dann hättest du so viele Bücher, dass du den Grand Canyon 40 Mal füllen könntest. There's a lot of information in your DNA. Oh, das ist ein Haufen Informationen in der DNS. David said, I will praise thee, I'm fearfully and wonderfully made. David sagt in den Psalmen, ich will dich preisen, denn ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. He didn't even have a microscope, and he could figure it out. Er hatte nicht einmal ein Mikroskop, aber er wusste das. From conception to birth, the baby adds 15,000 cells per minute to its body, each cell more complex than a space shuttle. Von der Zeugung bis zur Geburt legt das Baby 15.000 Zellen pro Minute im Körper zu und jede Zelle ist komplexer als das Space Shuttle. How would you like to be responsible for supplies to a factory building 15,000 space shuttles a minute? Oh, okay, it's a long sentence. How would you like to be responsible for the supplies Okay, wie wäre es, wenn du für den Nachschub verantwortlich wärst für eine Firma, die in einer Minute 15.000 Space Shuttles herstellt? Some of you women are thinking, I did it, it's hard. Some of the women are thinking, I did that, it's very hard. Ach so, manche Frauen denken, das habe ich getan, es ist sehr schwierig. Sometimes they want pickles at 2 o'clock in the morning. Manchmal möchten sie saure Gurken, ganz früh am Morgen. You say, hey, what are you making with the pickle down there? Hey, was machst du mit den Gurken da? I don't know, but give me a pickle. Egal, aber gib mir eine Gurke. The probability of one DNA happening by chance is 1 times 10 to the 119,000th power. I got this in Ja, ich German kann here. es übersetzen. Hang on, I've Okay, got it die in- Wahrscheinlichkeit, dass ein DNS-Molekül zufällig entstanden ist so wahrscheinlich wie 1 zu 10 hoch 119.000, also eine 1 mit 119.000 Nullen. That's a big number. Das ist eine sehr große Zahl. The entire visible universe is 10 to the 28th inches in diameter. Das gesamte sichtbare Universum hat einen Durchmesser von 10 hoch 28 Zoll. Oh, we could talk a long time about DNA. Wir können noch lange über die DNS reden. Das ist gut. I did some study on this. Ich habe das etwas studiert I decided the more chromosomes you have, the more complex you must be. und ich habe entschieden, je mehr Chromosomen du hast, desto komplizierter ist die Lebensform. So this is how evolution really happened. Und so passierte die Evolution wirklich. The penicillin evolved first. Und zwar zuerst entstand das Penicillin. It only has 2 chromosomes. Es hat nur 2 Chromosomen. Then it slowly became a fruit fly. Und dann langsam entwickelte sich das Penicillin zur Fruchtfliege. This took millions of years. Das brauchte Millionen von Jahren. And then slowly became a tomato Dann irgendwann wurde es zu einer Tomate or a housefly. oder einer Hausfliege. They're both 12 chromosomes. Die haben beide 12 Chromosomen. The average scientist cannot tell them apart. Und der The average scientist cannot tell them apart. Which one's which? The Okay. fly. These two. you can It's a distinguish joke. between a fly Yeah, and it's a tomato. joke. Okay, gut. Ein normale Wissenschaftler kann nicht eine Hausfliege und eine Tomate auseinanderhalten.
And slowly they became a pea, Langsam entwickelte sie sich zu einer Erbse and then over millions of years turned into a bee. und nach Millionen von Jahren verwandelten sich die Erbsen in Honigbienen. And then, a long time ago, we had triplets. Und irgendwann hatten wir Triplets? Triplets, also was? Drillinge, ja. Okay, danke. The possum, the redwood tree, and the kidney bean are all identical triplets. Okay, das Opossum, der Redwoodbaum und die Bohne, die Kidneybohne, diese roten, sind alle Drillinge. And scientists cannot tell them apart. Und die Wissenschaftler können sie nicht auseinanderhalten. Let's see, possum, Opossum, tree, ein Redwoodbaum und eine kidney bean. Bohne. And let's see, which one is which? Okay, jetzt lass uns mal gucken, I cannot tell. was ist was. And slowly we got enough chromosomes to become a human. Und irgendwann kamen genug Chromosomen zusammen, damit Menschen entstehen können. If we can just get 2 more, Und wenn wir jetzt noch 2 weitere Chromosomen bekommen können, we will to be a tobacco plant. dann werden wir eine Tabakpflanze. I know some that already smell like it. Und ich weiß, manche von euch riechen so. Ups. Sometimes I get on the elevator. Und manchmal bin ich im Aufzug I say, you're evolving. You're way ahead of me. und ich denke, und ich rieche und sage, hey, du entwickelst dich weiter. Someday we may have enough chromosomes to be a chicken or a dog. Und eines Tages werden wir genug Chromosomen haben, um ein Huhn oder ein Hund zu sein.